Hape. Großartig. Mein Name ist Peter Hanstein. Ich komme von der Firma Hape, aus der Hape Holding in Luzern. Seit 25 Jahren, über 25 Jahren ansässig hier in Luzern. Die Hape Holding, ich bin deren Geschäftsführer und CEO und Gründer. Wir stehen für nachhaltiges Lernspielzeug und wir bei Hape glauben, Kinder lernen, weil sie spielen und nicht sie spielen, um zu lernen. So, was meint das für uns? Wir haben ein Material entwickelt, das ist entwickelt von einem Herrn Braun, er ist Elektroingenieur und er hat ein Spielzeug entwickelt, das nennt sich die Quadrilla. Was sagt das Wort Quadrilla? Ist das der Quader und ist es die Rille? Und deshalb kommt das zusammen zu der Quadrilla. Was macht die Quadrilla? Die Quadrilla ist sehr supportive für das MINT. In Amerika sagen sie STEAM, hier sagen wir MINT. MINT für Mathematik, Engineering, Naturwissenschaft und der T steht für Technik. Ich glaube, ich kann Ihnen das Ganze ein bisschen näher bringen am Produkt und ich würde gerne rübergehen und würde Ihnen zeigen, was wir damit machen können. Bitte folgen Sie mir. Ja, wie gesagt, jetzt sind wir an der Wand, hier haben wir die Quadrilla. Ich würde gerne auf unsere Blocks hinweisen. Diese Blocks haben alle eine unterschiedliche Funktion. Der Ball geht entweder durch, er geht unten bei, er kommt die Seite rein, er geht nach unten in die Seite, er geht durch und nach oben, er geht nach rechts oder links und jeder Block hat eine andere Funktion. Jede Farbe hat eine unterschiedliche Funktion und die Kinder müssen die Funktionen der Notwendigkeit zuordnen. Was bedeutet das? Wir haben die erste Quadrilla gebaut, die auf vertikal funktioniert. Das heißt, wenn ich einen Ball auflege, er sollte sich nicht eben nach oben oder unten bewegen. Alle anderen gängigen Kugelbahnen, es geht nach rechts nach links oder es geht von links nach rechts oder von rechts nach links. Unsere Kugelbahn ist vertikal. Vertikal bedeutet, erst durch den Block entscheiden wir, ob die Kugel von links nach rechts geht oder von rechts nach links. Das kann hier entschieden werden durch den Ausgang. Wichtig ist auch beim vertikalen Bauen, wir haben diese Extender, also diese, die können dann ausgleichen. Eine Schiene kann man auf verschiedene Höhen beliebig verändern. Wenn wir dieses Teil jetzt nehmen, 5 dieser Teile sind auch wieder genau gleichgesetzt wie ein Block. Das bedeutet, diese Kugelbahn ist auf 0,1 mm genau gearbeitet. Das heißt, auch wenn ich 1 Meter oder 2 Meter hoch baue, ich schaffe es immer noch, diese Bahn gleichmäßig und equal, also gleichmäßig zu bauen. Und jetzt schauen wir mal, wie die Quadrilla fertig funktioniert. Hier habe ich eine aufgebaut und wir können sehen, hier oben legen wir die Kugeln ein. Wir können mehrere Kugeln einlegen. Wir drehen hier. Die Kugeln laufen auf verschiedenen Bahnen und gehen auf verschiedenen Wegen nach unten. Wie können wir die Bahn erweitern? Wir können vielleicht hier einmal schauen. Können wir hier noch etwas höher bauen? Hier nehmen wir einen Block, der funktioniert, dass man hier auf diese Teile nach unten gehen kann. Das heißt, die Kugel kann hier reinkommen und kann hier nach unten gehen. Jetzt haben wir, wie eben gesagt, hier müssen wir es um diese Höhe erhöhen, um wieder egal zu sein. Das heißt, bei egal, die Kugel sollte hier nicht laufen und sie ist ausgelegt. Jetzt können wir die Kugel von hier, wie gesagt, in die Mitte schicken oder wir können sie in die andere Richtung schicken. Beides funktioniert gleichmäßig. Lassen wir uns ausprobieren, was passiert. Jetzt läuft die Kugel durch. Hätten wir einen Fehler gemacht und die Kugel wäre hier etwas höher gewesen, dann können wir das Gleiche noch einmal ausprobieren. Wir lassen ein paar Kugeln laufen. Hier geht es in die richtige Richtung. Hier sehen wir noch eine. Hier können wir jetzt sehen, die Kugel bleibt stehen und es ist ein Problem. Der Grund ist, es ist eben nicht waagerecht. Wir haben einen Fehler übersehen. Wir nehmen das Teil wieder heraus, setzen das ein und schon fängt die Kugel wieder an und läuft. Und diese Kugel kann jetzt ihre Bahn fortsetzen. Auch im Wall Street Journal in Amerika wurden wir schon gefeatured. Das heißt, diese Kugelbahn hat eine Chance, dass sie das Kind wie beim Programmieren
wie beim Bugging oder Debugging. Das heißt, es sind Probleme aufgetreten und das Kind muss herausfinden, wo sind die Probleme und wie können wir die Probleme lösen. Also auch ein Kind muss lernen, mit einer Frustration umzugehen. Wo ist das Problem und was können wir machen? Das Schönste bei Quadrilla ist, wir sagen, es ist von 4 Jahren bis 99 Jahren, dass der Große oder die Großeltern oder auch die Eltern mit dem Kind zusammen spielen können und diese Sachen zusammen lösen können. Spaßeshalber haben wir eine Mitteilung aus der Japan bekommen, dass auch ein über 100-Jähriger dort schon mit dem Großkind noch gespielt hat. Soweit eigentlich von Quadrilla. Ich hoffe alle, Sie haben viel Spaß damit. Ich wünsche allen eine gute Zeit und wie gesagt, es ist nicht nur für Kinder, es ist für die ganze Familie. Eine gute Zeit. Hape.